What I want to do is to show you one of the great features of the Hebrew Bible, one of the great concepts of the Old Testament. Was ich euch zeigen kann, ist ein Bestandteil der hebräischen Bibel, eines der großen Konzepte des And Alten show you how Testaments. this idea runs through the whole Revelation. Und ich kann euch zeigen, wie das durch die ganze Offenbarung, die die Bibel eben darstellt, durchzieht. The concept of covenant. Das Konzept des Bundes. Brit. The book of Genesis contains two covenants. Das Buch Genesis enthält zwei Bundesschlüsse, die sehr wichtig sind. Now, I'll try to present the idea of covenants in a creative way with a picture. Ich versuche euch den Bund oder das Konzept des Bundes jetzt auf kreative Art mit einem Bild zu zeigen. That helps me to understand things better. I'm an artist before I was an artist before I became a theologian. Das hilft mir sehr. Ich war ein Künstler, bevor ich Theologe wurde. Pictures help me to remember things. Bilder helfen mir, Dinge zu You can mich an Dinge organize zu it erinnern. differently if you will. Ihr könnt euch das auch anders machen, wenn ihr wollt. So the first covenant, Der erste of the four Bundesschluss, covenants mentioned in the Old Testament, der 4 Bundesschlüsse, die im Alten Testament is the erwähnt werden, covenant of peace. ist der Bund des Friedens. We already talked about it in the systematic theology class. Wir haben in der systematischen Theologie darüber schon gesprochen. This is a covenant that takes place after Noah walks out of the boat into the dry land. Dieser Bund wird geschlossen, als Noah aus der Arche ins trockene Land geht. It is mentioned in chapter 8 and chapter 9 of the book of Genesis. Ist in Genesis 8 und 9 zu finden. If you want to write clear points of reference, that would be Genesis 8:20. Wenn ihr euch klare Hinweise aufschreiben wollt, ist es 8:20 to 9:17. bis 9:17. 8:20 to 9:17. 8:20 bis 9:17. Again, for the sake of the argument, I need to tell you the grand features of the covenant. Um dieses Argument zu verstehen, muss ich euch das große Bild des Bundes zeichnen. Noah and his family are the only righteous people of the pre-flood humanity. Noah und seine Familie sind die einzigen Gerechten unter der in der vorsintflutlichen Welt. They are the seed of the new post-flood humanity. Sie sind der Same der neuen nachsintflutlichen Welt. The new world starts with a new man. Die neue Welt beginnt also mit einem neuen Menschen. God could have destroyed the first humanity and created a new Adam that he called Noah. Gott hätte die erste Menschheit zerstören können und einen neuen Adam erschaffen können, den er Noah nannte. But he decided to preserve Adamic humanity. Aber er entschied, die adamische Menschlichkeit zu erhalten and give it a new chance. Und ihr eine neue Chance zu geben. So in a way, God should be known as the God of the new chances. Deswegen sollte Gott auch in Erinnerung behalten werden als ein Gott der neuen Chancen. And he has to be known as God whose last word is mercy and life. Und der Gott, dessen letztes Wort Barmherzigkeit und Leben ist. So the first humanity was polluted by the activity of the angels. Die erste Welt wurde verschmutzt durch die Aktivitäten der Engel. We don't have very detailed story about that. Wir haben keine detaillierte Geschichte, was das betrifft, in der Bibel. Chapter 6 talks about the unlawful marriages between the sons of God and the daughters of men. Aber Genesis 6 beschreibt die unrechtmäßigen Ehen zwischen den
Engeln und den Töchtern der Menschen. As a result, the Nephilim were born. These were the great giants. Als Ergebnis wurden die Nephilim geboren, die großen Riesen, Who were the men of war. die Kriegsmenschen waren. But now in this text, in the biblical text, there's no much evil spoken of the giants or the angels. Aber hier in diesem Text wird nicht viel über das Böse der Engel und der Giganten The story gesprochen. presents humans as entirely corrupt. Diese Geschichte zeigt Menschen als moralisch korrupt. All their thoughts were evil, and that's why God decided to destroy them. Alle ihre Gedanken waren böse, deshalb wollte Gott sie zerstören. An extra biblical tradition, which is known as the Enochic tradition, Eine außerbiblische Tradition, die als henochische Tradition tells a bezeichnet different wird, story. erzählt uns eine andere Geschichte. And now you might say, why do you tell us even about this, since it's not in the Bible? Und ihr fragt vielleicht, warum sage ich euch das überhaupt, wenn das nicht in der Bibel ist? Well, it got in the Bible in the New Testament. Das kam in die Bibel im Neuen Testament. This tradition has been referred at least twice or three times in the New Testament. Im Neuen Testament wird es Clearly. mindestens 2 oder 3 Mal wörtlich zitiert. The letter of Jude, we have a quotation of the book of Enoch, Im Judasbrief haben wir ein Zitat aus dem Henochbuch and he's quoting it in the context of judgment. und er zitiert es im Kontext des Gerichtes. And he basically says that our world is so corrupt now Er sagt, dass unsere Welt jetzt so verdorben ist, that it's like the pre-flood humanity in the times of Enoch, dass es so ist wie in der Zeit vor der Flut, in den Zeiten Henochs. right? And he says, as the prophet Enoch promised that the Lord will come with his thousands of righteous to judge the wicked. Und er sagt dann eben auch, so wie der Herr versprach, dass er mit seinen Tausendschaften kommen würde und die Menschheit richten würde. And then he says that God kept the angels in darkness until the day of the judgment, in the same letter. Und dann sagt er im gleichen Brief, dass Gott die Engel in Dunkelheit halten würde bis zum Tag des So Gerichtes. 2 remarks in one very brief letter. 2 Zitate in einem recht kurzen Brief. Then Peter, in his second letter, also talks about the fact that God did not spare the angels. Petrus schreibt in seinem zweiten Brief, dass Gott die Engel nicht verschonen würde And he keeps them in darkness for the day of judgment. und dass er sie in Dunkelheit hält bis zum Tag des Gerichtes. He did that before he sent the flood to destroy humanity. Und er tat das, bevor er die Flut You can find the sandte, places for um die Menschheit zu zerstören. Das But könnt ihr then- selber raussuchen. But then remember, Jesus in the gospel says that the end days will be like the days of Noah. Und dann erinnert euch daran, dass Jesus sagt, die letzten Tage werden sein wie die Tage Noahs. And he talks about marriage and divorce and people abuse all kinds of things. Und er spricht über Ehe und Scheidung und dass die Menschen alle möglichen Dinge missbrauchen würden. Well, he cannot get a picture of what pre-flood humanity was from the Bible, definitely. Er bekommt das Bild der vorsintflutlichen Welt sicher nicht aus der Bibel. So basically the first world, according to Enochic tradition, was destroyed because of the great pollution caused by the angels. Gemäß der henochischen Tradition wurde die erste Welt zerstört aufgrund der Sünde der Engel. Which were called watchers. Sie wurden Wächter genannt. And there's an interesting passage in the letter to the Romans Es gibt eine interessante Textstelle auch im Römerbrief, in which Paul understands in der Paulus versteht, that just as the first humanity was destroyed because of the pollution of the angels, which were called the sons of God, dass genauso wie die erste Welt zerstört wurde wegen der Verschmutzung der
Engel, the present world will be redeemed wird die gerechte Welt through the activity and the life of the new sons of God, who are the Christians. wird die Welt gerechtfertigt durch das Handeln der neuen Göttersöhne, die die Christen sind. Let's read this text. I'm going to give it to you. John chapter 8. Wir lesen jetzt erstmal Johannes 8. Romans. Ach so, Römer 8. I'm tired. Romans 8. Römer 8. Now again, please read this verse with the mindset that the sons of God, the angels, polluted the first world. And the first world was destroyed because of them. Lest das mit dem Wissen im Hinterkopf, dass die erste Welt zerstört wurde aufgrund der fehlenden Moral oder des Fallens der Engel. And now think about this. Paul thinks that Christianity is the reversal of the process. Und Paulus sieht das Christentum als Umkehrung dieses Prozesses. Verse 18 through verse 21. Vers 18 bis 21. No, not 21. 25. Okay, 18 through 25. Denn ich denke, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen gegenüber der zukünftigen Herrlichkeit, die an uns offenbart werden soll. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Denn die Schöpfung ist der Nichtigkeit unterworfen, nicht freiwillig, sondern durch den, der sie unterworfen hat. Auf Hoffnung hin, dass auch selbst die Schöpfung von der Knechtschaft der Vergänglichkeit freigemacht werden wird zur Freiheit der Herrlichkeit der Kinder Gottes. Denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung zusammen seufzt und zusammen in Geburtswehen liegt, bis jetzt. Nicht allein aber sie, sondern auch wir selbst, die wir die Erstlingsgabe des Geistes haben, auch wir selbst seufzen in unserer Selbst und erwarten die Sohnschaft, die Erlösung unseres Leibes. Denn auf Hoffnung hin sind wir gerettet worden. Eine Hoffnung aber, die gesehen wird, ist keine Hoffnung. Denn wer hofft, was er sieht? Wenn wir aber das hoffen, was wir nicht sehen, so warten wir mit Ausharren. So basically the hope of this world Die Hoffnung dieser Welt ist our adoption as sons of God. Ist unsere Adoption als Söhne Gottes. And what God will reveal in and through us. Und was Gott in und durch uns offenbaren wird. In other words, Paul sees the church as the hope of the world. Paulus sieht die Kirche als die Hoffnung der Welt. All right. So Noah enters the new world and he's the new high priest. Noah geht in die neue Welt hinaus und ist der neue He Hohepriester. offers the sacrifice of sanctification of the new world. Er opfert er gibt ein Opfer für die Heiligung der neuen Welt. And God smells it, Und Gott riecht es. likes it, and comes to Noah with great promises. Ihm gefällt der Geruch und er kommt mit großen Versprechen zu Now, Noah. the promise is this: I'm establishing a covenant, Brit, Das Versprechen ist, ich schließe einen Bund, einen Brit, between you, your sons, and everything that is living on the face of the earth. Den stifte ich mit euch und jedem lebenden Wesen, das bei euch ist, auf ewige Generationen hin. Yeah. And in chapter 9 you have plenty of mentions of this covenant that will be called covenant, eternal covenant, verse 16. Und wir haben viele Erwähnungen dieses Bundes. Im Vers 16 wird es ein ewiger Bund genannt. Right? So this is an eternal covenant of peace between God and everything that lives on earth. Das ist also ein ewiger Bund zwischen Gott und allem, was auf der Erde lebt. So this is all inclusive covenant. Das ist also ein alles umfassender Bund, ein It allumfassender includes not Bund. only humans, but it includes every living thing that God has created on the face of the world. Es betrifft nicht nur Menschen, sondern alles, was auf der Erde erschaffen ist. With all flesh. Mit allem Fleisch. And right, I mentioned that the foundation of this covenant is protection of life. Und das Fundament dieses Bundes
ist, der Schutz des Lebens. Verse 4 and verse 5. Verse 4 und 5. Yeah, I'm Auf just 9? mentioning, just let them write it down. Okay, genau. Awareness of life, protection of life. Also das Leben zu achten und es zu schützen. Let me give you a few more references Ein paar weitere Textstellen. to the idea of covenant of peace or eternal covenant. Now in Isaiah chapter ewigen Bund 24, in Jesaja Isaiah 24. chapter 24, we have the idea of the breaking of the eternal covenant. Das ist die Idee des Brechens des ewigen Bundes. 24,5. Yeah, Fünf, you can read it again. Und die Erde ist entweiht worden unter ihren Bewohnern, denn sie haben die Gesetze übertreten, die Ordnung überschritten, den ewigen Bund ungültig gemacht. Yes. And later on we find out that because the covenant is broken, that the whole world is shaking. The foundations of the world are shaking. Und später haben wir dann die Idee, dass aufgrund dieses Bundesbruches die ganze Welt erschüttert ist. And now later on in chapter 54 of Isaiah, Und später in Verse Kapitel 10, 54, Vers 10 von Jesaja, we get a promise that God will re-establish this eternal covenant. da bekommen wir das Versprechen, dass Gott seinen Friedensbund wieder aufbauen And that wird, wieder Israel errichten will be wird. the guarantee of the eternal peace. Und dass Israel die Garantie des ewigen Friedens sein wird. Now read verse 9. Vers 9, Jesaja 54, 9. Wie die And Tage verse Noahs, 10, yes. ja, wie die Tage Noahs gilt mir dies, als ich schwor, dass die Wasser Noahs die Erde nicht mehr überfluten sollten. So habe ich geschworen, dass ich dir nicht mehr zürnen noch dich bedrohen werde. Denn die Berge mögen weichen und die Hügel wanken, aber meine Gnade wird nicht von dir weichen und mein Friedensbund nicht wanken, spricht der Herr, dein Erbarmer. So this is the prophet, or the followers of the prophet called Isaiah. Der Prophet oder der es im Namen Jesajas schreibt, Reminds Israel that there was an old covenant called the covenant of peace, erinnert Israel daran, dass es früher mal einen Bund gab, den Bund des Friedens. which is an eternal covenant. In other words, it cannot be broken. Das ist ein ewiger Bund, der nicht gebrochen werden kann. So you need to know that whatever God does in the framework of this world, Ihr müsst dazu wissen, dass alles, was Gott im Rahmen dieser Welt macht, it will be only in the name of preservation of the world. nur im Namen der Erhaltung dieser Welt macht. And sometimes to preserve something, you need to destroy other things that destroy it. Und manchmal musst du, um Dinge zu erhalten, andere Dinge zerstören. So, for example, when John in his first letter talks about the world that is passing away, Wenn Johannes in seinem ersten Brief über die Welt spricht, die passing away, just moving. Ach so, die einfach nur it's gone, it's vorbeigeht. finished, right? Don't love the world, neither Sagt whatever is in the world. Liebt die Welt nicht und nichts, For was the in world der is Erde passing ist, away. weil die And the Erde one who does the will of vorbeizieht. God lasts forever. Und jeder, der den Willen Gottes tut, der bleibt ewig. John does not mean the world as creation. Johannes meint nicht die Welt als He Schöpfung. means the world as a human, political and economic system. Er meint ein menschliches, politisches und wirtschaftliches He System. means all the fallen relationships between humans. Er meint die gefallenen Beziehungen unter den A Menschen. fallen state of being, if you will. Ein gefallener Zustand. Because there he talks about the lust of the eye and the pride of the Er heart. spricht hier and all vom Lust des Auges So, und this is der the world. Stolz des Herzens. Das this. ist This die is the Welt. system we have created. Das ist ein System, das The wir kind of erschaffen life haben. we live. Das Leben, das wir leben. Right? There are a few more passages that talk about the covenant of peace. Es gibt noch einige Stellen, die über den Friedensbund sprechen. And one of them is in Hosea chapter 4. Einer ist in Hosea 4. Hosea was a contemporary of Isaiah.
Hosea war ein Zeitgenosse Jesajas, but he prophesied in the northern kingdom. aber er hat im Nordreich prophezeit. Actually, read it for yourself because this is a very lengthy text, Ja, liest es selbst, es ist ein sehr langer Text. and you need to read it also starting with chapter 2, verse 17 Ihr müsst to anfangen 17 mit Hosea 2,17 until 4, verse 6. bis Kapitel 4, Vers 6. And you'll find out that Hosea sees the whole world as a living system, Hosea sieht die ganze Welt als einen lebendigen Organismus, who lives and dies with the sin or righteousness of men. der lebt und stirbt mit der Gerechtigkeit der Menschen. And the key to preserving this world Und der Schlüssel, um diese Welt zu would be erhalten, knowledge of ist, God. ist das Wissen um Gott. Now verse 6 says, "My people die or perish because of the lack of knowledge." Vers 6 sagt Hosea 4,6, mein Volk kommt aus Mangel an Erkenntnis. But in that sense, people die because they don't know what are the things that destroy life. Aber in diesem Sinne sterben die Menschen, weil sie, oder das Volk stirbt, weil sie nicht wissen, wie das Leben erhalten wird. And now let's read only verse 2 and 3 of chapter 4. Lesen wir nur Vers 2 und 3 von Kapitel 4. Verfluchen und Lügen, Morden, Stehlen und Ehebrechen haben sich ausgebreitet und Bluttat reiht sich an Bluttat. Darum vertrocknet das Land und welkt jeder, der darin wohnt, samt den Tieren des Feldes und den Vögeln des Himmels, selbst die Fische des Meeres werden dahingerafft. Yeah, this is another way to refer to the breaking of the eternal covenant. Das ist eine andere Art, sich auf den Bruch des ewigen Bundes zu beziehen. Remember, not to spill human blood was God's condition, requirement. Menschenblut nicht zu vergießen war Gottes Bedingung. Yeah. And you see, because of this bloodshed, even the animals suffer. Und wegen dieses Blutvergießens leiden sogar die Tiere. Fish, for example. Fisch zum Beispiel. Why should the fish in the sea disappear because we kill each other? Warum What's sollten, the die Fische, relation? warum sollten die Fische im Meer verschwinden, weil wir einander umbringen? Wo ist da der Zusammenhang? Well, in the covenant of peace, we realize that the world is like a living organism. Im Friedensbund stellen wir fest, dass And die Welt ein lebender Organismus whatever wrong I do here reflects to the ends of the world. Und alles, It's a was negative outcome to the ends of the world. alles, was ich hier tue, hat eine negative Auswirkung auf das Ende der Welt. All right, enough said about this covenant. Genug über diesen Bund. But you need to know, I'm saying this again because it's very important. All religions of the world, Alle Weltreligionen, which also have their temples and their sacrifices, die auch ihre Tempel und ihre Opfer haben, were built around this fundamental covenant wurden diesen Bund herum gebaut, of peace. den Friedensbund. And everything that was done in those temples was in the name of appeasing God and fixing the broken world. Und alles, was in diesen Tempeln gemacht wurde, war, um Gott zu Everybody believed in their own gods, and that was false. besänftigen und sich mit Gott Frieden zu schließen. Und alle waren But in this whole idea of offering offerings, yes, sorry, Last sentence before. Repeat that. it was wrong to believe in variety of gods. Es war natürlich falsch, an die Fülle von Göttern zu But what glauben. was right was this inner understanding that sacrifice will somehow appease the gods. Richtig war aber die Ansicht, dass das Opfer die Götter besänftigen würde. And in some way, these offerings of animals and blood will somehow fix the brokenness of the world. Und dass die Schlachtopfer in einer Art und Weise die Welt befrieden und reparieren würde. You need to know that Moses did not invent the sacrificial system. Mose hat das Opfersystem nicht erfunden. He regulated it.
Er hat es reguliert. He set up laws. Of course, this might be the priestly school, but he set up regulations of how to do sacrificing. Aber er hat eben Regeln aufgestellt, wie man opfert. Okay, the next covenant Der nächste Bund is the Abrahamic Covenant. ist der abrahamitische Bund. Abraham is the new Adam. Abraham ist der neue Adam. Ja. The new man through whom salvation is supposed to come to all people. Der neue Mann, durch den die Erlösung zu aller Menschheit kommen soll. Now you need to find connections between the making of Adam and the choosing of Abraham. Ihr müsst jetzt die Zusammenhänge verstehen zwischen der Schöpfung Adams und der Erwählung Abrahams. In Genesis 2, Adam is made in the wasteland. In Genesis 2 wird Adam in der Wüste erschaffen. And then God is creating a garden called Eden and brings him into this garden. Und dann erschafft Gott einen Garten und atmet dann den Atem in Adam hinein. Well, he's just setting him in the garden. Er stellt ihn in den Garten. And later on, when Adam is kicked out of the garden, he is kicked out in the wasteland from which he was taken. Und als er aus dem Garten geworfen wird, wird er in die Wüste geworfen, aus der er gekommen war. So, Abraham is born in Babylon. Abraham wurde in Babylon geboren. The wasteland. Wüste. And he's brought into paradise. Wildnis. Und er wird in das Paradies gebracht. The promised land. In das gelobte Land. But later on, when his sons fall in sin, they lose paradise. Aber als ihre Söhne in Sünde fallen, back in Babylon. Verlieren sie das Land und werden zurück nach Babylon gebracht. Anyway, so Abraham is the hope of the world. Abraham ist hier die Hoffnung der Welt. Because he should be obedient in contrast to the disobedient Adam. Denn er soll gehorsam sein im Gegensatz zum ungehorsamen God Adam. says, walk out of your fatherland. Abraham walks out. Gott sagt, geh aus deinem Heimatland, aus deinem God Vaterland. says, give me your son as a sacrifice. Abraham obeys. Gott sagt, gib mir deinen Sohn als Opfer, und Abraham gehorcht. So he's basically the new obedient man. Er ist der neue, gehorsame Mensch. So in chapters 15 and 17, God makes a covenant with Abraham. In den Kapiteln 15 und 17 schließt Gott einen Bund mit Abraham. 15 and 16. 17 yeah. 15 und 15 bis 17. We will not read this. This is just for you. Please make remarks on the texts. Das ist einfach nur für euch. Wir werden den ganzen But Text let's read lesen. only verse 4 of chapter 17. Wir lesen Yes, Genesis. Lesen wir mal 17,4. Here is my Siehe, covenant. das ist mein Bund mit dir. Du wirst zum Vater einer Menge von Nationen werden. So here, you know, with every covenant, God gives a promise. Mit jedem Bund gibt Gott ein Versprechen. Right? And he has some kind of conditions. Und er hat bestimmte Bedingungen. So he says to Noah, don't kill a man, don't eat an animal with its blood. Er sagt zu Noah, töte niemanden und ess kein Tierblut. And I promise that I will keep cosmic order at all times. Und ich verspreche, dass ich die kosmische Ordnung immer bewahren werde. Right. Then he comes to Abraham and he says, I will make you a father of many. Und dann kommt er zu Abraham und der sagt, sagt zu ihm, ich werde dich zum Vater vieler Völker machen. But you need to circumcise. Aber du musst dich beschneiden. As a sign of this covenant. Als Zeichen dieses Bundes. The first covenant also had a sign, and that was the rainbow, remember. Der erste Bund hatte ja auch ein Zeichen, das war der Regenbogen. So circumcision had to mark Abraham and his sons as specially chosen.
Die Beschneidung sollte Abraham und seine Söhne als besonders erwählt Abraham zeigen. received 3 promises. Abraham erhielt 3 Verheißungen. Promise of a son or offspring, because he was childless. Die Verheißung eines Sohnes oder von Nachkommen. Promise of a land that he will give to Abraham's offspring. Verheißung eines Landes für Abrahams Nachkommen. And promise of blessings. Und eine Verheißung der Segnungen. I will make you a blessing. Ich werde dich einen Segen machen. That's his promise. Das ist And he says, sein Versprechen. and God says, whoever blesses you will be blessed. Und er sagt, wer immer dich segnet, wird Basically, gesegnet. through Adam, blessing comes into the world. Im Grunde genommen kommt durch Adam die Segnung Abraham. in die Welt. Abraham. So, this is personal covenant. Das ist ein persönlicher It's Bund. not all inclusive. Der ist nicht inklusiv und nicht allumfassend. And so, as I said, in this covenant, we have offspring or son promised, land, and blessings. Hier haben wir eben als Verheißung Nachkommen, Land und Segnungen. So the children of Abraham are special people. Die Kinder Abrahams sind also besondere Not Menschen. because they're more obedient than other children. Nicht, weil sie gehorsamer sind als die Not anderen. because they don't mess up their lives like the others. Nicht, weil sie ihr Leben nicht zerstören wie die Not anderen. because they're not as disobedient to God as anybody else. Nicht, weil sie weniger ungehorsam sind But als die because anderen, they're Abraham's. sondern weil sie zu Abraham gehören. And God remembers his promises through the generations. Und Gott erinnert sich an seine Verheißungen durch So, die Generationen in a way, hindurch. God did not choose Israel. God chose Abraham. Auf eine gewisse Art und Weise hat Gott nicht Israel And erwählt, Israel sondern was Abraham. chosen because they were the children of Abraham. Und Israel wurde erwählt, weil sie die Kinder Abrahams waren. If the Germans would be the children of Abraham, they would be the chosen people. Wenn die Deutschen die Kinder Abrahams wären, wären sie das erwählte Volk. So we have no right to think that Israel was chosen because they're special people. Wir haben also kein Recht zu glauben, dass Israel erwählt wurde, weil sie ein erwähltes Volk waren. They're the people that came out of Abraham. Sie sind das Volk, das aus Abraham kam. Okay? So then we have the Mosaic covenant. Dann gibt es den mosaischen Bund, The covenant with Moses. den Bund mit Mose. Now, the covenant of peace is the covenant with Noah. In this covenant, Noah is the mediator. Der Friedensbund ist der Bund mit Noah, He's the mediator. in dem So er to say. der Vermittler ist. Then Abraham is the mediator of the covenant with Abraham. Abraham ist der Vermittler des Abrahamitischen Bundes. But this is kind of a personal covenant. Aber It's das- with one person. Aber das ist ein persönlicher Bund mit nur einem Menschen. Right? Now, the covenant of Moses Der is Bund covenant mit Mose with Israel. ist ein Bund mit Israel. Moses is the mediator. Mose ist der Überbringer dieses Bundes. But this covenant is collective. It's with the whole nation. Aber dieser Bund ist mitsamt der And now- ganzen Nation. We're already in the second book of Moses, Wir sind jetzt schon im zweiten Exodus. Buch Mose, Exodus. Chapter 19 of Exodus starts with the preparation of the meeting with God. Exodus 19 beginnt mit der Vorbereitung des Treffens mit Gott. God says to Moses that he needs to prepare the people for meeting with him. Gott sagt zu Mose, dass er das Volk vorbereiten soll, um Gott zu treffen. Because God wants to meet with them and make a covenant. Denn Gott will sich mit ihnen treffen und einen Bund mit ihnen schließen. So you can read 19:5. Wir können also 19,5 lesen. Exodus 19:5. Exodus 19,5.
Und nun, wenn ihr willig auf meine Stimme hören und meinen Bund halten werdet, dann sollt ihr aus allen Völkern mein Eigentum sein, denn mir gehört die ganze Erde. Go on. And this covenant is fixed in chapter 24. Und dieser Bund wird versiegelt in Kapitel 24. Verse 3 through 8. Ab Vers 3. Darauf kam Mose und erzählte dem Volk alle Worte des Herrn und alle Rechtsbestimmungen. No, you don't need to read it, it's a long text. I'm just giving you the passage. Verse 3 through verse 11 Zwischen 3 und 11, of 24 chapter bis 11. 24. Moses lifts up 12 pillars. Hebt 12 Säulen hoch. He writes the law on a scroll, probably, in a book. Er schreibt das It says Gesetz the book in of the law, chapter 7. ein Buch, Reads it ja, publicly, liest es vor, then das sacrifices a sacrifice, opfert das Opfer, sprinkles the book, sprinkles, the book and the people, besprengt das Volk und das Buch mit dem Blut. And this is the seal of the covenant. Und das ist das Siegel des Bundes. That the 12 tribes are chosen people. Dass die 12 Stämme ein erwähltes Volk sind. To be a nation of priests. Eine Nation von Priestern zu sein. To be blessing to the whole world. Und Segen für die ganze Welt zu sein. So now in this covenant we have promises of being a royal priestly nation. Und hier in diesem Bund haben wir die Verheißung, eine königliche, priesterliche Nation zu sein. And again, we have a choosing of a whole nation, which is not a personal covenant. Wir haben die Erwählung einer ganzen Nation, was kein persönlicher Bund ist, but corporate. sondern einer Körperschaft, einer Gemeinschaft. And in a way, the covenant of Moses is the reaffirmation of the covenant of Abraham, with Abraham. Gewissermaßen ist der Bundesschluss mit Mose eine erneute Bestätigung des abrahamitischen Bundes. Because when God chooses Israel, he reaffirms what he has promised to Abraham, land and blessings. Denn durch den Bundesschluss mit Israel bestätigt Gott den Bund, den er mit Abraham geschlossen hat. Volk, Land. But now there's a new dimension added to it. They will become a nation, a royal nation of priests. Jetzt kommt aber noch ein weiterer Punkt hinzu. Sie werden eine königliche Nation von Priestern. They have a special destiny to fill in human history. Sie haben ein besonderes Schicksal in der Menschheitsgeschichte zu erfüllen. Now, the next covenant Der nächste Bundesschluss is very clearly expressed sehr klar erklärt. in First Chronicles, chapter 17, if I'm 1. not mistaken. Chronik, Kapitel 17, wenn ich mich nicht irre. Was ist der Bund nochmal gemeinschaftlich, was du sagst? Ja, also ja. Corporate, yeah. Corporate heißt eigentlich With more than one person. mit mehr als einem. With a group of people. Ja, mit einer Personengruppe. So the same covenant can be found in the book of the Kings, but in the book of Samuel, but Leviticus has a really fine take on it. Den gleichen Bundesschluss findet man auch in Samuel, aber aber in Chronik gibt es da eine sehr schöne Feinheit. 17. 1. Chronik 17. This is the words of Nathan the prophet to David. Das sind die Worte Nathan des Propheten And you an can David. read verse 11 through 14. Ich lese Verse 11 bis 14. Und es wird geschehen, wenn deine Tage erfüllt sind, sodass du zu deinen Vätern hingehst, dann werde ich deinen Nachkommen nach dir aufstehen lassen, der von deinen Söhnen sein wird, und werde seine Königsherrschaft festigen. Der wird mir ein Haus bauen, und ich werde seinen Thron festigen für ewig.
ich will ihm Vater sein und er soll mir Sohn sein. Und ich will meine Gnade nicht von ihm weichen lassen, wie ich sie von dem habe weichen lassen, der vor dir war. Und ich will ihm Bestand geben in meinem Haus und in meiner Königsherrschaft auf ewig. Und sein Thron soll feststehen für ewig. This is a covenant with King David. Das ist ein Bund mit König David. And the covenant is also a promise of a son. Der Bund ist auch das Versprechen eines Sohnes, A promise that this son will be adopted dass dieser Sohn adoptiert wird and will be called Son of God. und Sohn Gottes genannt wird. God says, your son will be my son, Gott sagt, dein Sohn wird mein Sohn sein and I will be his father. und ich werde sein Vater sein. So this is a covenant of adoption of the son of David. Das ist also ein Adoptionsbund in Bezug auf den Sohn Davids. So in other words, when the son of David is born, he will not be only a son of David, he will be son of God as well. Das bedeutet, sobald der Sohn Davids geboren wird, ist er nicht nur der Sohn Davids, sondern auch der Sohn Gottes. In other words, he will have earthly father, and that will be the king, but he will also have a heavenly father, and that will be Yahweh himself. Er wird auf der Erde einen Vater haben, der König ist, aber auch einen himmlischen Vater, der Jahwe ist. Then we have a promise that this son, upon adoption, he will build the house of God. Er hat die Verheißung, dass er durch diese Adoption oder aufgrund dieser Adoption das Haus Gottes bauen wird. And this is the place where God will dwell forever. Und dass der Ort ist, in dem Gott auf ewig wohnen würde. And then he's promised that his kingdom will have no end. Und dann wird ihm versprochen, dass seine Königsherrschaft ewig sein wird. So this covenant is personal. Dieser Bund ist persönlich. Just as Abrahamic Covenant is personal. So wie der abrahamitische Bund persönlich ist. So, 4 covenants. 4 Bundesschlüsse. Noah, Noah, corporate, all inclusive. inklusiv, Abraham, allumfassend. personal. Abraham, persönlich. Moses, corporate, with all people of Israel. Moses, umfassend. David, personal. David, persönlich. Right. But now, I painted this in red and blue to help you see which covenant relates to which covenant. Ich habe das jetzt in unterschiedlichen Farben aufgeschrieben, damit ihr seht, welcher Bund sich auf welchen bezieht. Now, Abrahamic and Mosaic covenant are specially focused on Israel. Der abrahamitische und der mosaische Bund sind speziell auf Israel bezogen. Or the way Israel must feel chosen people and how they're to live their life. Oder wie Relates to the way Israel, that affirms how special the Jewish people are and how they have to live their life. und auch As called and chosen. was bestätigt, wie besonders eben Israel ist und wie es eben auch sein Leben zu leben hat. But the covenant of peace, which is the first foundational covenant, Aber der Friedensschluss, das erste Fundament der Bundesschlüsse and ist, now think about this, and the covenant of eternal kingdom, und der Bund des ewigen Königreiches, has to do with all creation. hat zu tun mit aller Schöpfung. And now I painted it this way Ich habe es jetzt so gezeichnet, to show you that the overarching covenant is the covenant of peace and the covenant with a king who will rule peacefully forever. dass der übergeordnete Bund ein Bund des Friedens ist und eines Königs, der für immer friedlich This is herrschen the wird. greater framework. Das ist der größere Rahmen. And what sits underneath is the smaller framework. Und was darunter sitzt, ist der kleinere Rahmen, The choosing of Israel, die Erwählung Israels, who are very instrumental, who are very important, die special, sehr besonders und sehr wichtig waren for the realization of God's eternal kingdom of peace. für die Umsetzung Gottes ewigen Friedensreiches. But again,
Their choosing is underneath the umbrella of the bigger covenants. Aber ihre Erwählung ist unter dem Schirm des ewigen Bundes. Now Christianity was found on the basis of the first eternal covenant of peace and the fourth covenant of adoption and eternal kingdom. Und das Christentum wurde erbaut auf dem ersten Bund des Friedens und auf dem letzten Bund des ewigen Königreiches. And so Jesus was angry with the fact that the Jewish people could not see that the other two covenants, they were the way to the bigger ones. Und Jesus war wütend darauf, dass die Juden nicht bemerkten, dass diese anderen zwei Bundesschlüsse auf die kleineren Bundesschlüsse, dass die auf die größeren Bundesschlüsse hinwiesen. Because the fourth and the first include everyone, Denn der but erste the und der second and the third letzte, exclude the others. denn der erste und der letzte Bund sind allumfassend und der zweite und der dritte sind exklusive Bünde. Now think about this. When Jesus comes into the temple Als Jesus in den Tempel kommt and cleans the temple, und den Tempel putzt, why is he cleaning the temple? warum macht er das? And what does he say? How does he justify what he's doing? Und was sagt er und wie rechtfertigt er, was er tut? Remember the words? Erinnert ihr euch? Ja, mein Haus zur Räuberhöhle gemacht. My Father's house shall be called a prayer house to all nations. Das Haus meines Vaters soll ein Gebetshaus für alle Völker sein. But you privatized it. Aber ihr habt es privatisiert. I'm reworking the meaning. Ich Because that's what it means. versuche das jetzt zu übertragen, weil das Jesus bedeutet is es. the King, Jesus ist der König, who is the Son of God, der Sohn Gottes ist. and who will rule eternally as the King of all creation Und der ewig herrschen wird als König aller Schöpfung in a kingdom of peace. in einem Friedensreich. And he has come to include, Und er kommt, um einzuschließen. Ja, But he finds people that are so overzealous about themselves, aber er findet Leute, die so übereifrig sind and they're so focused on Abraham and Moses und so fokussiert sind auf Abraham und Mose, that they forgot that before that there was Noah, dass sie vergessen, dass es vorher and Noah after gab that there was David, und nachher es David gab, which are the principle of inclusion. die das Prinzip der Einschließung haben. What God does for us Was Gott für includes uns the others. tut, schließt die anderen mit ein. And now think about this. Jesus was angry to the point of divine anger, driven to the point of divine anger, Jesus war wütend, fast schon göttlich wütend, because the Jews started thinking that they're chosen because they're special, weil die Juden dachten, dass sie erwählt wurden, weil sie was Besonderes wären. and that they're chosen from the others that are no goods. Und dass sie erwählt wurden aus den anderen, die nicht gut wären. And they have totally misunderstood it. Und sie haben das total missverstanden. They were not chosen from the others. Sie wurden nicht aus den anderen They erwählt. were chosen for the Sie wurden others. für die anderen erwählt. Because from the others means we're the best. Aus den anderen erwählt heißt, wir sind die Besten. Only we know how to do it. Nur wir wissen, wie das geht. But for the others means this. Aber für die anderen bedeutet das I'm anderes. obligated Oder ich bin verpflichtet, to connect the others with the God that I'm connected with. die anderen mit dem Gott zu verbinden, mit dem ich verbunden bin. I need to be holy Ich muss heilig sein, so that my holiness would be contagious and the others would say, we want to live like this. sodass meine Heiligkeit ansteckend ist und die anderen sagen, ich möchte auch so leben. I'm chosen to be a king, Ich bin erwählt, ein König zu sein, to create just kingdom for everyone on earth. um ein gerechtes Königreich für alle auf der Welt zu errichten. And that is where Jesus' theology crushes heads with the theology of the Pharisees Und dort And the stößt scribes. and the priests. Die Theologie Jesu mit der Theologie der Schriftgelehrten und der Priester Because they have turned their zusammen. religion into overzealous nationalism. weil sie die Religion in einen übereifrigen Nationalismus verwandelt And haben. read Isaiah 56, where Jesus takes
takes this quotation, "For my house will be called a house of prayer to all nations." Lest Jesaja 56, dass Jesus eben dort zitiert. And you will see the context. Und ihr werdet den Kontext The sehen. Jews who were building their second temple started excluding people. Die Juden, die ihren zweiten Tempel bauten, begannen Menschen auszuschließen. The eunuchs, the foreigners. It's right there in the chapter. Ja, die Ausländer, die 56. Eunuchen. Okay, so when you read the Old Testament, you need to know these dynamics. Wenn ihr das Alte Testament lest, müsst ihr diese Dynamiken wissen. And you need to know that there are two cultic names for the Jews that relate to these covenants. Und es gibt zwei kultische Namen, die für die Juden verwendet werden. One was called the Mount Sinai, Einer war der Berg Sinai and that was the Mosaic law. und das war das mosaische Gesetz. Now paint the two tablets with the Ten Commandments. Jetzt male ich mal die That was zwei the Steintafeln mit den 10 culmination of Geboten. all. Das war der Gipfel von allem. But then Aber dann Zion, gibt es noch den Berg Zion, which is a place that David chose ein Ort, den David erwählte for God. für Gott. That's where the temple was built Dort wurde der Tempel gebaut and the throne of Yahweh was established. und der Thron Jahwes wurde errichtet. And now you need to know that there is a tension between these two theologies. Und ihr müsst wissen, dass es da eine Spannung gibt zwischen diesen beiden Theologien. Because Sinai is a conditional covenant. Denn der Sinai ist ein abhängiger Bund. There's an if there. Da gibt es ein Wenn. If you listen to my voice, Wenn du auf meine Stimme hörst, you'll be blessed. dann bist du gesegnet. You'll be my people. Dann bist du mein Volk. If not, Wenn nicht, I'll take the land away from you. dann nehme ich dir das Land weg. I'll make you slaves, Dann mache ich euch zu Sklaven and I'll punish you with all the things I punished Egypt. und ich werde dich mit allem bestrafen, mit dem ich Ägypten It's in gestraft habe. Leviticus and in Deuteronomy. Ist in Condition. Levitikus und Deuteronomium dann die Bedingungen. And the prophets came and said that God will bring his people to jealousy by making covenant with people that don't know him. The prophets, Und die Propheten sagten, they said that God will drive his people to zeal, or to jealousy, dass Gott seine Völker zu Eifer und zu because he will Eifersucht unite bringen with würde, people that don't know him, do not speak his language. weil Do not know. weil Take other people on their Gott place. selbst eben andere Völker erwählen würde, die ihre Sprache nicht sprechen. And you know that the book of Hosea is the act in which the prophet gives Israel a divorce letter, saying Yahweh is divorcing him. Ihr wisst vielleicht, dass der Prophet Hosea beschreibt, wie Jahwe sich von Israel scheiden lässt. And you know how one of the children of Hosea from Gomer, who was prostitute, was called? Und wisst ihr noch, wie eines dieser Kinder von Hosea genannt wurde, von der Hure Gomer? Not my people. Not my people. Nicht mein Volk. And you know that Babylonian exile Und ihr is kennt how Judah loses the right to the land. Und ihr wisst, dass durch das babylonische Exil Juda das Anrecht auf dieses Land verliert. Anyway, the point is this, Der Punkt ist folgender. that you will make a lot more sense of your Christian faith if you see that Jesus is the fulfillment, the ultimate fulfillment of these two great overarching covenants. Ihr werdet euren Glauben viel besser verstehen, wenn ihr einseht, dass The covenant of Jesus die Erfüllung aller dieser Bundesschlüsse ist. Des and the Friedensschlusses covenant with David. und des Bundesschlusses mit David. Why does Jesus have the rights to do what he does? Warum hat Jesus das Recht, Or zu say tun, what was he er says? tut und zu sagen, was er sagt? Because he's the son of David. That's how the Gospel of Matthew starts. Weil er der Sohn Davids ist. So beginnt das Matthäus-Evangelium.
So Matthew tells us that from his fatherly side, actually Joseph was his foster father. Matthäus berichtet uns, dass von der väterlichen Seite bis auf Josef, der sein Pflegevater ist. Basically, think about this. Jesus, I will say this is kind of interesting. Before I get to Jesus. Okay. Solomon is the first king who is a human adopted by God. Salomo ist der erste König, der ein Mensch ist, der von Gott adoptiert wird. And now he is the foreshadow of Christ. Und er ist die Vorschattung Christi. His name is the man of peace. Sein Name ist der Mann des Friedens. Now this totally corresponds with the eternal covenant of peace. Das bezieht sich natürlich oder das stimmt auch mit dem ewigen Friedensbund überein. He is the builder of the temple. Er ist der Erbauer des Tempels. He is the most wise man. Er ist der weiseste Mann. And he is the most wealthy man. Und er ist der reichste. Not only that, but he is so wealthy and so wise that all kings come to him for counsel. Er ist sogar so reich und so weise, dass alle Könige kommen, um seinen Rat einzuholen. If you forget the last part of his life, the rest of it is an incredible foreshadowing of the eternal kingdom of peace. Wenn ihr die letzte Zeit seines Lebens ausblendet, werdet ihr feststellen, dass das eine unglaubliche Vorschattung ist vom ewigen Reich des Friedens. And I should say this. David is the foreshadow of Christ in his first coming. Ich sage Folgendes: David ist die Vorschattung des ersten Kommens Christi. The suffering servant. Der Leidende. Who is persecuted by those who master the world. Der von denen verfolgt wird, die die Welt beherrschen. Who consider themselves to be the anointed. Die sich selbst als die Gesalbten betrachten. Right. But Solomon is the foreshadow of the coming of Christ, of the second coming of Christ. Salomo ist die Vorschattung des zweiten Kommens Christi. The building of the Messianic kingdom and the millennial kingdom. Das Errichten des messianischen Reiches und des tausendjährigen Reiches. But again, you need to understand that all the promises of the coming of the Messiah. Aber ihr müsst verstehen, dass alle Verheißungen, die das Kommen des Messias betreffen, have very little to do with Abrahamic and Mosaic covenants. Einfach wenig zu tun haben mit dem abrahamitischen und den Let me give you one or two mosaischen texts Bund. before we break. Noch kurze Textstellen, Isaiah bevor wir Pause 11. machen. Jesaja 11. Verses 1 through 9. Verse 1 bis 9. Shall I read it? Yes, please. Okay. Und ein Spross wird hervorgehen aus dem Stumpf Isais, und ein Schößling aus seinen Wurzeln wird Frucht bringen. Und auf ihm wird ruhen der Geist des Herrn, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und Furcht des Herrn. Und er wird sein Wohlgefallen haben an der Furcht des Herrn. Er wird nicht richten nach dem, was seine Augen sehen, und nicht zurechtweisen nach dem, was seine Ohren hören, sondern er wird die Geringen richten in Gerechtigkeit und die Elenden des Landes zurechtweisen in Geradheit. Und er wird den Gewalttätigen schlagen mit dem Stab seines Mundes und mit dem Hauch seiner Lippen, den Gottlosen töten. Gerechtigkeit wird der Schurz seiner Hüften sein und die Treue der Schurz seiner Lenden. Und der Wolf wird beim Lamm weiden und der Leopard beim Böckchen lagern. Das Kalb und der Junglöwe und das Mastvieh werden zusammen sein, und ein kleiner Junge wird sie treiben. Kuh und Bären werden miteinander weiden, ihre Jungen werden zusammen lagern. Und der Löwe wird Stroh fressen wie das Rind. Und der Säugling wird spielen an dem Loch der Viper, und das entwöhnte Kind seine Hand ausstrecken nach der Höhle der Otter. Man wird nichts Böses tun, noch verderblich handeln auf meinem ganzen heiligen Berg. Denn das Land wird voll von Erkenntnis des Herrn sein, wie vom Wasser, das das Meer bedeckt. A beautiful text that basically helps you to understand Ein schöner Text, der uns hilft zu verstehen, that the messianic figure, dass die messianische king, Figur, der the König, anointed one, der the Gesalbte, Son of God, der Sohn Gottes, when he comes,
dass wenn er kommt, he will establish the eternal peace. dass er den ewigen Frieden errichten wird. First among humans, Erst zwischen den Menschen and then among animals. und dann auch unter den Tieren. And so basically, he will bring paradise back to humans. Er wird im Großen und Ganzen das Paradies Because in den Menschen paradise, humans zurückbringen. were friends Denn im Paradies waren die Menschen Freunde and animals as well. und Tiere auch. And so when you read about the eternal covenant, you need to know that the eternal covenant is the framework in which the messianic promises work. Und wenn ihr Dinge über den ewigen Bund lest, dann müsst ihr wissen, dass das der Rahmen ist, in dem der messianische Bund funktioniert. And if Jesus is the fulfillment of that promise, Und wenn Jesus die Erfüllung dieser Verheißung ist, he has the whole world before his eyes. dann hat er die ganze Welt vor seinen Augen. He dies for everything and everyone Er stirbt für alles und für jeden, to provide peace between God and his creation. um Frieden zu bringen zwischen Gott und seiner Schöpfung. And when we, just as Jesus, become the sons of God, now he is the eternal Son of God, Und but when we become the sons of God, Jesus ist der ewige Sohn Gottes, aber wenn wir auch zu den Söhnen Gottes werden, our life does not go according to Mosaic law. dann wird unser Leben nicht laufen wie nach dem mosaischen Gesetz. And we don't have to circumcise like Abraham, Und wir werden uns nicht beschneiden müssen, because we are included in a much greater covenant, weil wir in einem viel größeren Bund a stehen, covenant of peace, in einem Friedensbund. right? And then we need to live our lives in accordance with life around us. Müssen wir das Leben leben, gemäß des Lebens, das uns umgibt. And recognize what is it that establishes life and peace, Und erkennen, was es denn ist, was Leben und Frieden and what errichtet destroys it, und was es zerstört. right? Blessed are the peacemakers. Selig sind die Friedensstifter, For they shall be called the sons of God. denn sie werden die Söhne Gottes genannt. Now it makes a lot more sense, doesn't Macht it? mehr Sinn jetzt, ne? Amen. Jesus establishes a fifth covenant. Jesus errichtet einen 5. Bund. Jesus establishes a fifth covenant that is built on the previous 4. Jesus errichtet einen 5. Bund, der auf den ersten 4 aufbaut, but includes something that none of the previous ones included. aber etwas beinhaltet, was keiner der vorherigen Bundesschlüsse Can you beinhaltet. think what this is? Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Remember, peace and Frieden, order in the first covenant. Frieden und kosmische Order im ersten Bund. Offspring, land and blessings in the second covenant. Nachkommen, Land und Segen im zweiten Bund. Royalty, priesthood, land in the third covenant. Königliche Priesterschaft, Nation im dritten Adoption, Bund. temple, Adoption, eternal kingdom Sohn, in the fourth covenant. Tempel und ewiges Königreich im 4. Tempel. What is im not 4. included? Bund. Was ist nicht drin? Forgiveness of sins. Exactly. Vergebung der Sünden ist nicht drin. None of these people were forgiven and restored people. Niemand dieser Menschen wurde vergeben und wiederhergestellt. Noah, Abraham, Moses and David are the old Adam. Noah, Abraham, Mose und David sind der alte Adam, der The alte Mensch, mortal, dying Adam. der sterbliche Who lived Adam, outside of the garden. der außerhalb des Gartens lebt, Who had a temporal relationship with God. der eine zeitweilige Beziehung mit And Gott who were hat servants above anything else. und der in erster Linie Diener war, Knecht. So Christ has to establish a fifth covenant, Christus muss also einen 5. Bund errichten, which is covenant of redemption. der Bund der Erlösung ist. And when he gives the cup to his apostles, he says, "This is the blood of the blood of the covenant, Und als er den Kelch seinen Jüngern reicht, spricht er: Das ist das Blut, das ist der Kelch des Bundes. this is the cup, the blood of my covenant." Das ist das I need Blut to find it. meines Sorry. Bundes. I'm sorry. I'm quoting by Corinthians, right? 1 Corinthians.
Say the Gospels, Matthew, the Lord's Prayer. I mean the Lord's Prayer, the Lord's Supper. The covenant in my blood. Der Bund in meinem Blut, sagt er dort. No, it's in Corinthians. Yeah, this is Paul, or whatever was given to me, Right. I gave to you. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut. Yes, the new covenant in my blood. Der neue Bund in meinem Blut, sagt er, hier im 1. Korinther 11. And by the way, this is the only place in which Paul quotes anything that is said in the Gospels. Und das ist die einzige Stelle, in der Paulus etwas aus den Evangelien zitiert. Very rarely he refers to the historical Jesus and his statements. Er bezieht sich sehr selten auf den geschichtlichen Jesus und auf seine Sprichwörter, auf seine Reden. Yeah, in Matthew he says he took the cup, gave thanks and offered it to them, saying, "Drink from it all, or drink from it all of you. This is my blood of the covenant." In Matthäus sagt er, trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes, Which is poured out for many for the forgiveness of sins. das für viele vergossen wird zur Vergebung der So Sünden. it's a covenant of forgiveness of sins, a covenant of redemption. Es ist ein Bund der Sündenvergebung, ein Bund der Erlösung. You know that Noah was a drunkard Ihr wisst, dass Noah ein Säufer war, and that he slept with his in-laws, right? Daughters-in-law. yeah. Ja, und dass er ein Säufer war und dass er mit seinen Schwiegertöchtern geschlafen hat. Abraham was a liar Abraham war ein Lügner and he did it because he was afraid. und er hat gelogen, weil er Furcht hatte. Moses got in rage and hit the rock. Mose wurde wütend und hat auf den Fels geschlagen David and killed took the Egyptian, somebody's yes. und hat den Ägypter getötet. He was an Egyptian prince. He Yes, could kill still. anybody. But, yeah. But David was a murderer and an adulterer. David war ein Mörder und ein Ehebrecher. So basically, God tried to use people to fix problems, but these people themselves had problems. Gott hat versucht, Probleme durch Menschen zu lösen, aber diese Menschen hatten selbst Probleme. So his fixes could be temporarily. Und diese Temporal. Lösungen Temporal. konnten immer nur zeitlich begrenzt How sein. can we have eternal kingdom of people who constantly die? Wie können wir ein ewiges Reich haben mit Menschen, die ständig sterben? So only God can fix it Nur Gott selbst kann das Problem lösen. from above. Von oben. So he comes into the system Also kommt er in dieses System and hinein brings his life into it. und bringt sein eigenes Leben Because ein. that's the only way you fix a dying system. Denn nur so reparierst du ein sterbendes System. And think about this, the blood that he spills on the cross Das Blut, das er am Kreuz stands vergießt, for his life. steht für sein Leben. His life that is given within this system Sein Leben, das innerhalb des Systems gegeben wird, that is supposed to sustain the life of the system. das gegeben wird, um das System zu erhalten. Right? So he comes into our world, becomes one of us, Er kommt in unsere Welt, wird einer von uns and by dying, und durch seinen Tod he supplies us with the divine life. versorgt er uns mit göttlichem Leben. And it's very often the case that a lot of Christians do not understand that the coming of the divine life in the system is Pentecost. Und viele Christen verstehen nicht, dass das Kommen des göttlichen Lebens in das System Pfingsten bedeutet. Jesus dies so he can provide us with the Spirit. Jesus stirbt, damit er uns mit dem Heiligen Geist versorgen kann. When the Holy Spirit comes on the day of Pentecost, Und als der Heilige Geist kommt an Pfingsten, the Spirit starts fixing humanity. Beginnt der Geist, die Menschheit zu heilen. Now think about this. It's important that you see what I'm showing you.
Das ist wichtig, das Folgende ist jetzt sehr The wichtig. Acts of the Apostles are showing to us how after Pentecost, the disciples of Jesus started creating the eternal kingdom of peace. The book? The book yeah. of Acts. Of the Okay. Acts. Die Apostelgeschichte chapters. zeigt uns, die ersten Kapitel der Apostelgeschichte zeigen uns, wie The die first Apostel, the eternal kingdom of peace. wie die Apostel begonnen haben, dieses ewige Reich zu errichten. For example, they started selling what belonged to them via two other covenants. Sie Started selling the land. sie begannen ihr Land zu verkaufen, und zwar das sie eben It belonged to them because of two other covenants. das sie hatten aufgrund von zwei alten Bundesschlüssen. And not only was they did they inherit what they had, but it was mark of their identity. Sie erbten nicht nur sie erbten dieses Land nicht nur, sondern es war außerdem auch ein Abzeichen ihrer For Identität. Jews to sell their property, their land, and spend the money on anything means to uproot themselves from Abrahamic and Mosaic covenant. Für einen Juden bedeutet sein Land zu verkaufen, dass man sich selbst aus dem abrahamitischen Bund entwurzelt. But they were doing this in the name of something greater. Aber sie taten dies im Namen etwas Besseren. They were creating a new human society Sie errichteten eine neue menschliche Gesellschaft, in which everybody has according to their needs. In der jeder gemäß seiner Nöte hat. In there's no person who is extremely wealthy and another is malfed. In der niemand extrem wohlhabend ist und jemand anderer unterernährt ist. Because the Hebrew idea of shalom is not only absence of war, but absence of hunger, Denn absence of sickness. Denn der Gedanke des hebräischen Wortes Shalom ist nicht einfach nur die Abwesenheit von Frieden, von Krieg, sondern eben auch die Abhängigkeit von Hunger, von Nöten. And it's harmonious relationship Es ist with people around and the nature. Es ist eine harmonische Beziehung. Eine ganzheitlich, wholesome, right? Yes. Ja, ganzheitlich. And think about this. The book of Acts is telling us that these people were of one mind and one heart. Und die Apostelgeschichte sagt uns, dass diese Menschen ein Herz und eine Seele waren. Yeah, and one, he said one soul. Actually, in Hebrew language, soul means life. Im Hebräischen bedeutet Seele They were Leben. like, all these individual lives had one life now. Alle diese Individuen hatten jetzt ein Leben. And the point was that everybody would be satisfied. Basic needs would be met. Der Sinn war, dass sie alle jetzt befriedigt waren und dass jeder das Nötige zum Leben hatte. And also the church became a new temple, a temple of inclusion. Die Kirche wurde dann ein neuer Tempel, ein Tempel der Inklusion. Right? And these people had this mindset. This is the kingdom of God. This is the new humanity. Diese Menschen hatten diese Einstellung, dies ist das Reich Gottes, das ist die neue Menschheit. Of course they believe Jesus is coming soon. Natürlich glaubten sie, dass Jesus bald kommen würde. So why should they keep on having these riches and have their brothers hungry? Warum That was the mindset. sollten sie denn überhaupt ihre Reichtümer behalten und ihre Brüder hungern lassen? But later on, when Jesus did not return, Später, als Jesus noch nicht wiederkam and they ate all the money they have gathered, und sie das ganze Geld verbraucht hatten, das sie they gesammelt were hatten, in a very miserable situation. dann waren sie in einer sehr schwierigen Situation. And Paul had to collect money from the poorest of the poor, like Macedonian churches, to really bring money to his Palestinian brothers. Und Paulus musste Geld sammeln von den Ärmsten der Armen, den mazedonischen Kirchen, um es zur Kirche in Jerusalem zu bringen. But the point is, you need to see this dream, this utopia, if you will. Ihr müsst den Traum verstehen, diese Utopie. These Jews, they
they were literally walking out of their fatherland, Diese Juden out of gingen faith. im wahrsten Sinne des Wortes aus Glauben, aus Sold their ihrem houses, Vaterland sold their heraus, fields, verkauften ihr Haus, verkauften ihre because they were Felder, the new people of God. weil sie das neue Volk Gottes waren. Remember what Jesus said, who is my mother and my brothers? Erinnert ihr euch, als Jesus gesagt hat, wer ist meine Mutter und wer sind meine Brüder? Those who do the will of God. Die den Willen Gottes So tun. the early church was reconstituting humanity, redoing humanity. Die alte Kirche errichtete die Menschheit neu. And you know, this is the last thing I'll say in that regard. Das ist das Letzte, was ich in Bezug dessen sagen I werde. come from a church that believes it's a restorationist church. Ich komme aus einer Gemeinde, die glaubt, dass sie eine wiederherstellende We're Gemeinde ist. restoring the way the early church lived. Wir stellen den Glauben der frühen Kirche, der alten Kirche wieder her. We often we believe that the Holy Spirit works the same way. We accept the Holy Spirit's gifts. Wir glauben also, dass der Heilige Geist genauso arbeitet und wir nehmen die Geistesgaben an. But it's interesting that on social level we don't practice what the early church practiced. Aber es ist interessant, dass wir auf der sozialen Ebene nicht das tun, was die alte Kirche tat. And you know, I think that these people dared to do what they did in the social life because of the Spirit. Und ich glaube, They were so full of the Spirit. dass die Menschen der ersten Gemeinde taten, was sie taten, weil sie so voll des Heiligen Geistes waren. Do you remember that when Ananias and Sapphira lied about how much they have sold the house for? Wisst ihr noch, wie Hananias und Sapphira über ihren Gewinn vom Hausverkauf Peter said, "Why have you logen? grieved the Spirit? Why did you lie the Spirit? Petrus sagte, warum habt ihr den Geist betrogen? Not the Father, not the Son. Why did you lie the Spirit?" Nicht den Vater, nicht den Sohn, warum habt So ihr den basically, Heiligen Geist betrogen? This whole movement was a movement of the Spirit. Diese ganze Bewegung war eine Bewegung des Heiligen Geistes. You to be either crazy or really full with the Spirit to sell your house Du musst entweder and give it to the apostles. total bescheuert Give sein the money to oder the eben apostles. voll vom Heiligen Geist, wenn du dein Haus verkaufst. Anyway, Und das Geld den Aposteln anyway, gibst. I think that the future survival of Christianity has to do with true Christians living in communities. Ich glaube aber, dass That's my take on dass this. die Zukunft des Christentums darin besteht, to live in Communities. dass diese Zukunft darin besteht, in Gemeinschaft zu leben. Studying together, praying together, eating together, working together. Zusammen lernen, zusammen zusammen essen, zusammen schlafen, zusammen alles teilen. Because you know that before the coming of Jesus, the Babylonian waters will flood the world once more. Denn bevor Jesus kommt, wird das babylonische Wasser die Erde nochmal überfluten. Und jetzt spreche ich natürlich Anyway, in Metapher. redemption, the fifth covenant. Erlösung. Jesus is the Der Son fünfte of God. Bund. Jesus ist der Sohn Gottes. He's the builder of the temple. His body is the new temple. Er ist der Bau des Tempels. Sein Leib ist der neue Tempel. He's the man of peace Er ist der Mann des Friedens, because he provides redemption. weil er Erlösung bringt. And only then his kingdom will be a kingdom without an end. Und nur dann ist sein Reich ein Reich ohne Ende.